Ein Nachbarland von Deutschland führt erstmals eine Steuer auf Goldverkäufe ein. Ein anderes europäisches Land diskutiert ernsthaft die Einführung einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Und in Deutschland werden ja ohnehin laufend Steuererhöhungen beschlossen bzw. diskutiert, was dich als Leistungsträger in den nächsten Jahren in Europa erwartet. Damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Go! Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschaffst, wenn es auch dir langsam zu heiß wird in Deutschland, in der EU und du dich vom Acker machen willst, dann darf ich dir gerne unser umfangreiches Seminar- und Reiseprogramm empfehlen. Wir veranstalten regelmäßig interessante Seminare zum Thema Auswandern und Steuern, zum Beispiel Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Irland, Auswandern in die USA, Auswandern auf die Philippinen und viele mehr. Und natürlich auch unser beliebtes Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, ebenfalls in Zürich. Sie alle richten sich an Leistungsträger unserer Gesellschaft, denen es langsam unheimlich wird, die weg wollen, die sich selbst, ihre Familien, ihre Kinder und natürlich auch ihr Vermögen vor der ständig wachsenden Zugriffigkeit des Staates schützen wollen, die besorgt sind, weil sich das Netz in der EU immer weiter zuzieht. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir wissen alle, dass sich Europa und vor allen Dingen auch Deutschland im wirtschaftlichen Niedergang befindet. Man muss so die Zeitung aufmachen oder diese online lesen oder die Nachrichten anschalten. Erst vor kurzem haben wir gehört, dass der Gewinn zum Beispiel bei Porsche dramatisch um über 90% eingebrochen ist. In der Automobilindustrie in Baden-Württemberg fallen Zehntausende von Jobs weg. Viele Unternehmen gehen in die Insolvenz. Gerade der Sozialstaat sorgt aber weiter für Belastung und durch die negative demografische Situation muss der Einzelne immer mehr bezahlen. Hinzu kommen weitere zusätzliche Ausgaben, wie zum Beispiel die Aufrüstung. Deutschland wird nächstes Jahr einen Verteidigungshaushalt haben, der so groß ist wie der von Frankreich und Großbritannien kombiniert. Und Deutschland hat nicht mal Atomwaffen, deren Wartung erfahrungsgemäß sehr viel Budget auffrisst. Daneben ist natürlich auch die fehlgeschlagene Energiewende ein ständiger Grund zur Sorge. Wir erleben es jetzt bei der Eskalation am Golf. Die Energiepreise steigen, die Wirtschaft, die Industrie in Deutschland gerät weiter unter Druck. Der Ölpreis liegt bei über $100. September-Kontrakte für Gas sind auf das fast zehnfache angestiegen, wie jene, die man noch vor 4 Wochen abschließen konnte. Und obwohl dennoch die Steuereinnahmen in Deutschland sprudeln und man auch gigantische Schulden gemacht hat, reicht das Geld immer noch nicht aus. Und gerade jetzt hat die CDU sich mit der SPD geeinigt, dass man den Spitzensteuersatz auf 49% erhöhen wird, von 42%. Das wird für alle gelten, die über 130.000 Euro an Einkommen haben. Nur zur Einordnung, selbst ein Kfz-Meister bei VW verdient ungefähr diesen Betrag. Mal ganz zu schweigen von Steuerberatern, Anwälten oder Bankern in guten Positionen. Seit 2005 ist der Euro um 40% im Wert gefallen oder es gab eine Inflation von 40% seit 2005. Das heißt, was 2005 noch 130.000 Euro waren, sind heute eigentlich eher, wenn man die Kaufkraft anschaut, 180.000, 190.000. Damit will ich nicht sagen, dass 130.000 Euro nicht viel Geld sind, aber es ist vielleicht nicht so viel, wie es aussieht. Das heißt, dieser neue Spitzensteuersatz wird viel mehr Leute treffen, als die, welche die Politik jetzt momentan vorsieht und hier einfach nur für den obersten 2% spricht. Und wie gesagt, dabei ist ja jetzt die Ölkrise, die Energiekrise durch den Iran-Krieg hervorgerufen, noch gar nicht berücksichtigt. Zum ersten Mal seit 80 Jahren ist die Straße von Hormuz geschlossen. Seit 80 Jahren fuhren dort jeden Tag Schiffe durch, Öltanker. Das sagt ja schon, wie bedeutend eigentlich dieser Moment gerade ist. Das könnte eine Energiekrise werden, die jene aus den 1970er Jahren als Pillepalle aussehen lässt. Und wir sind darauf nicht vorbereitet. Schauen wir uns andere Krisen an, wie zum Beispiel Covid. Was ist da passiert? Viele linke Politiker, man denke nur an Sigmar Gabriel, haben sofort nach Steuererhöhungen geschrien. Man hat nach einem Lastenausgleich gerufen. Du weißt ja wahrscheinlich, was das ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle deutschen Immobilien mit einer Zwangshypothek von 50% des Werts der Immobilie belastet. Diese wurde auch ins Grundbuch eingetragen und man hatte dann 30 Jahre Zeit, diese abzuzahlen. Danach haben viele linke Politiker und Gewerkschafter während Covid geschrien. So, wenn jetzt wieder eine solche Krise kommt oder es kommt mal wieder eine Wirtschaftskrise, so wie sie ja auch eigentlich jedem wirtschaftlichen Zyklus entspricht und es lief jetzt ja viele Jahre und Jahrzehnte gut. Das heißt, so ein Crash könnte ja durchaus mal wieder im Raum stehen. Werden sicher wieder Rufe nach solchen Steuern laut. Auch jetzt schon hört man ja in Deutschland ständig Diskussionen um höhere Steuern, wie zum Beispiel die, von der wir gerade eben gesprochen haben, aber eben auch Dinge wie eine höhere Erbschaftssteuer, Abschaffung der Spekulation
Spekulationsfristen für Gold, Krypto, Immobilien. Das sind ja alles Dinge, welche die SPD schon bei den Koalitionsverhandlungen vor rund einem Jahr mit der CDU diskutieren wollte. Die CDU hat das dann abgewehrt. Schon damals habe ich gesagt, dass diese Dinge kommen werden, jetzt einfach nur temporär in der Versenkung verschwinden. Und genau danach sieht es jetzt ja aus. Doch das sind nicht die einzigen steuerlichen grauen Wolken, die am Himmel aufziehen. Belgien zum Beispiel hat jetzt gerade eben Anfang Januar 2026 zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Steuer auf Goldverkäufe eingeführt. Belgien ist ein Land mit einem Spitzensteuersatz von über 50%. Aber wie gesagt, Veräußerungserlöse waren immer steuerfrei. Das ist ja ein Grund, warum so viele reiche Franzosen, französische Milliardäre zum Beispiel, nach Belgien gezogen sind. Doch das ist jetzt vorbei. Man führt hier eine solche Steuer ein. Als Begründung werden genau die Dinge genannt, die ich gerade eben gesagt habe. Sozialstaat, Rüstung. Und interessanterweise sagt man auch, man will sich hier den Regelungen anderer EU-Länder anpassen. In der EU haben ja auch die meisten Länder eine Steuer auf Goldverkäufe. Interessant, dass Belgien hier die EU-Politik mit ins Spiel bringt. Könnte es also sein, dass auch Deutschland eine solche Steuer einführt oder auch Österreich? Österreich hatte die gleiche Regelung wie in Deutschland. Tatsächlich, wie gesagt, die SPD hat es ja offen angesprochen während der Koalitionsverhandlungen mit der CDU vor ungefähr einem Jahr. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und wie gesagt, wenn es jetzt hier zu größeren Verwerfungen kommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Steuer auf Gold und Krypto und andere Veräußerungserlöse kommt. Ich meine, wir müssen ja nur daran denken, dass bis 2008 Veräußerungserlöse aus Aktienverkäufen nach der Spekulationsfrist steuerfrei waren. Damals hat man dann die Einführung einer Abgeltungssteuer diskutiert, um letztlich Geld von angeblichen Milliardären zu bekommen, die ihr Geld in der Schweiz verstecken und keine Steuern bezahlen. Aber die Abgeltungssteuer hat dann natürlich jeden getroffen, so wie es immer ist, wenn man davon spricht, dass man die Reichen besteuern will, die Milliardäre. Am Ende trifft es jeden. Man spricht ja immer nur von der Besteuerung der Reichen, weil das natürlich politisch einfacher zu verkaufen ist. In der Tat haben wir Mandanten, die diesbezüglich sehr besorgt sind und diesbezüglich sich bereits aufstellen. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe. Er lebt in Österreich, hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Er hat vor etlichen Jahren sein Unternehmen verkauft, den gesamten Erlös in Gold investiert. Du kannst dir vorstellen, was das jetzt wert ist. Und er macht sich sehr große Sorgen um eine solche Goldsteuer, dass diese möglicherweise in Österreich eingeführt wird und auch in Deutschland. Er macht sich aber auch um eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft große Sorgen. Das heißt, er macht Folgendes. Er beschafft sich gerade einen Zweitpass per Citizenship by Investment und dann geht er so weit, dass er nicht nur Österreich verlässt, sondern wird dann tatsächlich auch die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das so machen muss und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt tatsächlich die einzige Lösung ist. Aber nur um es dir zu zeigen, es gibt etliche Wohlhabende, die da schon sehr weit im Voraus denken und die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Apropos Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, im britischen Parlament wird genau das gerade diskutiert, die Einführung einer solchen Staatsbürgerschaft. Und weißt du was, das wird als Begründung genommen, der Krieg im Iran. Es sind ja sehr viele Briten nach Dubai ausgewandert. Die Auswanderung aus UK ist ja viel einfacher aus als Deutschland. Es gibt dort keine Wegzugsteuer, keine erweiterte beschränkte Steuerpflicht, keine Sträckungsbesteuerung. Das heißt, du kannst da einfach auch als Unternehmer einfach nach Dubai ziehen, ohne in England irgendwas beachten zu müssen oder irgendwas bezahlen zu müssen, was ja eigentlich gut ist. Es sind also weit über 250.000 britische Leistungsträger nach Dubai umgezogen. Und jetzt sagen doch die Liberal Democrats, eine Partei, die im britischen Unterhaus vertreten ist, wenn auch nicht eine der beiden Hauptparteien, sie sagen doch jetzt, dass ja jene Briten, die jetzt dort laut heulen in Dubai, diese Expats, diese Auswanderer und jetzt vom Militär, vom britischen Militär nach Hause geholt werden sollen, sie wären doch jetzt mal der richtige Anlass, dass man jetzt eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführt à la USA, damit man eben genau das Militär bezahlen kann. Denn wie man an diesem Beispiel sieht, nehmen auch Briten, die im Ausland leben, britische Dienstleistungen, sagen wir jetzt mal, des Militärs unter Umständen in Anspruch. Und daher ist es nur gerecht, wenn sie dann auch Steuern zahlen. Das ist natürlich eine glatte Lüge. Ich kenne keinen einzigen Expat aus Großbritannien, der nach Großbritannien zurückgekehrt ist von Dubai. Also über Touristen kann man das natürlich sagen. Viele Touristen stecken da fest, die können nicht weg. Natürlich wollen die nach Hause, aber Expats, soweit sind mir eigentlich keine bekannt. Aber du siehst hier wieder, wie der Staat immer und immer wieder solche Krisen verwendet, um dann Steuern zu erhöhen, um in deine Tasche zu greifen, um dir dein Vermögen wegzunehmen. Wie schon Rahm Emanuel damals gesagt hat, Berater von Barack Obama, a crisis is a terrible thing to waste. Also eine Krise darf man nicht einfach so verschwenden. Da muss man handeln. Eine Krise bietet immer viele Möglichkeiten.
Das lässt sich natürlich auch im Positiven sagen, ist ja völlig klar. Also mal angenommen, die Preise in Dubai für Immobilien gehen jetzt richtig runter, dann kann man sich schon überlegen, dort zu investieren. Also der Spruch, der hat jetzt mehrere Dimensionen, aber Rahm Emanuel hat es eben gemeint aus Sicht des Staates, letztlich staatlichen Opportunismus meint er hier. Wenn also eine Krise herrscht, dann kann der Staat diese Krise nutzen, um dann hier seine Agenda durchzupushen. Höhere Steuern, strengere Compliance. Auch das ist ja etwas, was wir immer wieder bei Finanzkrisen gesehen haben. Zum Beispiel nach der letzten Finanzkrise vor dem Hintergrund der Panama Papers wurde ja zum Beispiel der automatische Informationsaustausch eingeführt, Transparenzregister und diese ganzen Maßnahmen, die ja heute dazu verwendet werden, um dann möglicherweise demnächst einmal Vermögenssteuern zu erheben. Also, ich habe jetzt 3 Beispiele genannt von möglichen Steuern, die kommen können, die auch in Deutschland kommen können, die auch in Österreich kommen können. Wie gesagt, wir haben Mandanten, die sich bereits darauf sehr konkret vorbereiten. Das ist also nicht nur einfach irgendwelche Panikmache. Sicherlich jeder Fall ist unterschiedlich und muss sich überlegen, wie man dann dort agiert. Das ist ja völlig klar. Aber du solltest dir auf jeden Fall Gedanken dazu machen, wenn du vermögend bist, und solltest das nicht auf den Nimmerleinstag verschieben. Denn wenn es wirklich zu solchen Gesetzen kommt, dann ist es zu spät. Und wer zu spät kommt, das wusste schon Gorbatschow, den bestraft das Leben. Und insofern, so schrecklich solche Krisen im Irak auch sind oder auch Covid ist, so haben sie natürlich doch immer einen positiven Nebeneffekt. Und das ist der, dass sie uns wachrütteln, dass sie uns daran erinnern, zu was der Staat eigentlich fähig ist, wenn er einmal die Krallen ausfahren will. Wie schnell das dann alles geht. Über Nacht mehr oder weniger werden Gesetze verändert, werden Lockdowns verhängt, werden Steuern erhöht. Und dann hast du keine Chance mehr zu agieren. Jetzt kannst du noch agieren. Aber auch jetzt zum Beispiel, wir sehen das ja bei den CBI-Programmen, bei den Citizenship Investment-Programmen, gibt es zum Teil sehr lange Wartezeiten, weil natürlich jetzt schon viele sozusagen die Vorzeichen sehen, wie eben der Mandant, der Österreicher, von dem ich gerade eben gesprochen habe, und sie schon jetzt einen zweiten Pass besorgen, um dann, wenn es darauf ankommt, auf der sicheren Seite zu sein. Wir sehen auch, wenn wir uns die Situation jetzt im Mittleren Osten anschauen, was zum Beispiel mit Dubai passiert, dass Dubai da immer wieder angegriffen wird mit Drohnen, wie wichtig es ist, dass man mehr als einen Ort hat, mehr als ein Refugium hat. Ich möchte jetzt gar nicht schlecht über Dubai reden. Ich finde Dubai eine super Stadt. Ich glaube, dass langfristig der Status von Dubai auch nicht gefährdet ist. Aber natürlich hilft es, wenn du nicht nur eine Wohnung, nicht nur einen Wohnsitz in Dubai hast, sondern vielleicht auch noch einen in einer anderen Region, sei es zum Beispiel in Afrika oder in Asien oder in Amerika oder in Europa. Denn solche Krisen lassen sich ja nie 100% vermeiden. Man muss immer davon ausgehen, dass es zu einer Krise kommt und man darf da auch nicht verzweifeln und die Flinte ins Korn werfen, sondern man muss sagen, okay, jetzt kommt die Krise, jetzt habe ich eine Ausweichmöglichkeit, jetzt ziehe ich eben mal temporär irgendwo anders hin mit meiner Familie. Ich habe zum Beispiel in Panama ein Refugium, dann warte ich, bis das in Dubai ausgesessen ist und dann komme ich wieder zurück, zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die brauchen ja jahrelang Zeit in der Vorbereitung, ja. Vor allen Dingen, wenn du das ernsthaft betreiben willst. Wir haben ja zum Beispiel während Covid gesehen, dass viele einfach Hals über Kopf mehr oder weniger nach Paraguay oder auch zum Beispiel Montenegro umgezogen sind, weil sie es auch nicht mehr ausgehalten haben. Ist ja auch verständlich, wenn man sich überlegt, was da passiert ist. Aber letztlich war das wirklich der richtige Schritt, war das wirklich die richtige Entscheidung. Viele sind in der Zwischenzeit wieder zurückgekehrt, weil sie das Ganze vorschnell gemacht haben und nicht genau genug durchdacht haben und sie sich auch finanziell nicht gut genug aufgestellt haben. Also das Ganze braucht Zeit. Deswegen nochmal, nimm dir die Zeit, lass dich beraten, analysiere die konkreten Risiken, denen du ausgesetzt bist und dann handele entsprechend. Genauso wie es schlecht ist, ein Klumpenrisiko in Dubai zu haben, umso schlimmer ist natürlich ein Klumpenrisiko in Deutschland zu haben und das ist natürlich bei vielen heute der Fall. Sie haben zig Immobilien in Deutschland, möglicherweise ein Unternehmen und dann auch noch Photovoltaikanlagen, dann wohnt die Familie in Deutschland, dann ist die Familie so verwurzelt in Deutschland, dass man sich oftmals nicht vorstellen kann, auszuwandern und dann wird man natürlich leichtes Opfer solcher staatlichen Maßnahmen wie jener, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und das wissen natürlich die Politiker. Die meisten Politiker wissen ja, dass selbst wenn Zehntausende ins Ausland gehen, Hunderttausende Wohlhabende, Millionen von Wohlhabenden in Deutschland zurückbleiben werden, die eben nicht den Mut haben, die nicht die Energie haben, die nicht die Vision haben, um jetzt ihr Vermögen zu schützen, die da also sozusagen gerade in den Lauf dieser Politiker hineinlaufen und damit dann einfache Beute werden. Das sollte dir nicht passieren. Du solltest keine einfache Beute sein. Wenn überhaupt, solltest du dir einen harten Kampf liefern. Am besten
besten gar keinen Kampf liefern natürlich. Aber du solltest nicht kampflos einfach aufgeben und die Flinte ins Korn werfen. Dafür hast du ja viel zu hart gearbeitet. Dafür hast du ja auch viel zu viel deiner eigenen Lebenszeit, deiner Lebenskraft in den Aufbau deines Vermögens, in die Absicherung deiner Familie gesteckt. Denn nichts anderes ist ja Vermögen. Vermögen ist im Grunde genommen Lebenszeit und Lebenskraft, die du in Geld umgewandelt hast. Hoffentlich zu einem möglichst attraktiven Faktor. Denn wie man immer so schön lapidar sagt, Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben. Also in diesem Sinne, trotz der vielfach bedrohlichen Nachrichtenlage, der Risiken, der wir uns ausgesetzt sehen, ist das nicht der Zeitpunkt, jetzt zu verzweifeln oder aufzugeben. Jetzt musst du clever agieren, jetzt musst du dich, deine Familie und dein Vermögen schützen und natürlich können wir dir dabei helfen. Ich selbst bin Gott sei Dank schon vor 26 Jahren aus Deutschland und der EU ausgewandert. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und selbst wenn du jetzt nicht auswanderst und nur einen Plan B etablierst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr sinnvoller Schritt. Wie gesagt, wir organisieren viele Events, wir organisieren viele Reisen. Da lernst du natürlich nicht nur sehr viel über ausländische Steuersysteme, Rechtssysteme, Konten, Vermögensplanung, sondern vor allen Dingen lernst du natürlich auch eine sehr interessante Gruppe von Menschen kennen. Menschen, die dich dann möglicherweise über Jahre begleiten können, wo sich dann auch tatsächlich Freundschaften bilden und Geschäftsbeziehungen. Menschen, die so denken wie du. Menschen, die dich nicht auslachen, wenn du deine Sicht der Dinge darlegst. Menschen, bei denen du keine Maske aufziehen musst. Bildlich und wörtlich gemeint. Menschen, die ebenfalls Leistungsträger sind, die ausgewandert sind, die einen Plan B haben, die offen sind für andere Denkweisen, die nicht im Mainstream verfangen sind. Wie gesagt, wir haben ja nicht nur unsere Events und unsere Seminare, wir haben dann auch unseren New Horizons Club, wo dann auch tatsächlich persönliche Beziehungen entstehen, wo man sich auch dann laufend trifft. Nicht nur in unseren Webinaren, in unseren Telegram-Gruppen, sondern auch natürlich face-to-face bei verschiedenen Veranstaltungen im Jahr. Also wirklich eine Community, die dich mitträgt von echten Menschen, die echte Erfahrungen mit dir teilen. Natürlich bietet eine KI heute tolle Möglichkeiten an, ganz schnell an Informationen zu kommen, aber das Problem der KI ist natürlich, dass sie keine Weisheit hat, weil sie ja selbst keine Lebenserfahrung hat. Nur Menschen haben Lebenserfahrungen. Menschen können fühlen, können anfassen, können erleben. Und durch die Erfahrung anderer, die mit dir in einem Raum sitzen, die dir gegenüber sitzen, die dir in die Augen schauen, mit denen du vielleicht Brot brichst, weil du mit ihnen zusammen beim Abendessen sitzt, das sind die Dinge, die sich dir einprägen. Dort kannst du wirklich was lernen. Dort bildet sich dann auch Vertrauen. Also, in diesem Sinne, wir helfen seit 20 Jahren Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Ausland umzuziehen, einen Plan B zu etablieren, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, ihr Vermögen zu schützen und sich international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.